Guten Tag, mein Name ist Carsten Lührmann von der Firma Robel Mobilfahrzeugbau in Emsbüren. Wir bauen seit 1995 Reisemobile, bauen individuell nach Kundenwunsch. Und angefangen hat das Ganze hier auf der CMT in Stuttgart im Jahr 1995, als der Firmengründer Herr Robel seinen ersten Prototyp eines Reisemobils mit Alkoven ausgestellt hat. Und das fand so viel Anklang, dass man das Ganze ausgebaut hat. Über die Jahre hinweg sind wir immer größer geworden, haben größere Fahrzeuge gebaut, haben Sonderfahrzeuge gebaut und stehen jetzt hier mit zwei Fahrzeugen aus der aktuellen Baureihe mit 6,70 Meter und 6,80 Meter. Haben zwei Fahrzeuge mit Rundsitzgruppe im Heck, einmal mit Einzelbetten im Alkoven, einmal mit Querbett im Alkoven. Und bei uns kann der Kunde mitbestimmen, wie sein Fahrzeug gebaut werden soll. Vom Innenausbau her, von der Farbgestaltung her, die Ausstattung des Fahrgestells. Das wird bei uns alles individuell besprochen mit dem Kunden zusammen. Und somit bieten wir halt eben eine immer weniger werdende Möglichkeit, dass der Kunde sich sein Wunschmobil zusammenstellen kann. Bei diesem Fahrzeug hier, 6,70 Meter lang, haben wir, wie gesagt, eine Rundsitzgruppe im Heck, wo man mit 4 Leuten bequem sitzen kann. Wir haben dort auch 2 Sitzplätze mit Gurt, sodass man insgesamt mit 4 Personen auch fahren kann und auch 4 Schlafplätze, weil die Rundsitzgruppe umbaubar ist als Bett. Vorne kann man, wenn man ein kleineres Kind dabei hat, auch noch zu dritt liegen, sodass wir dann 5 Personen theoretisch schlafen lassen könnten. Aber da darf man halt eben nicht mitfahren. Wir können ein Fahrzeug mit hydraulischen Stützensystemen ausstatten. Wir haben auf einer Länge von 6,70 Meter eine separate Dusche, ein großzügiges Bad mit eigens gebauter Trenntoilette und verbauen halt auch hochwertige Materialien wie Mineralwerkstoffe. Wir bieten Fahrzeuge mit Echtholzfurnier an, je nachdem, was der Kunde wünscht. Wir haben einen technischen Doppelboden von 46 cm Höhe, wo wir die Wassertanks unterbringen. Und damit haben wir halt eben auch eine sehr hohe Wintereignung der Fahrzeuge. Die Ablassventile und Co. ist alles im Zwischenboden, der mitbeheizt wird, untergebracht, sodass wir die Kunden nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter bedenkenlos fahren lassen können. Als Basis haben wir hier das Mercedes-Fahrgestell, das aktuelle mit dem 2-Liter-Motor mit 190 PS und dem 4MATIC-Allradsystem. Und von der Ausstattung her des Fahrgestells kann der Kunde auch frei wählen. Wir setzen ihn nicht auf Pakete, um die Individualität nicht zu verlieren. Wir verbauen hochwertige Komponenten aus dem Caravan-Bereich von namhaften Herstellern. Ob es Türen von der Firma Tegos sind, Batterien von der Firma Superbee oder Hühnerkopffenster, Ten-Haft-Sattanlagen. Da greifen wir halt eben auf altbewährte, bekannte und gut funktionierende Materialien zurück. Wir haben je nach Fahrzeuglänge die Möglichkeit, die Heckgaragengrößen zu variieren. Ob man jetzt Fahrräder mitnehmen will, wie bei diesem Fahrzeug, da ist es möglich. Bei dem anderen Fahrzeug haben wir mehr Geländegängigkeit, dafür dann auch eine kleinere Garage. Auch da hat der Kunde die Möglichkeit, im Rahmen der technischen Möglichkeiten mitzubestimmen, was geht oder was nicht geht. Was kann man noch dazu sagen? Ob es jetzt eine Markise sein soll, eine zusätzliche Beleuchtung, Solaranlage oder, da sind wir offen für alles, fast alles und bieten halt eben unseren Kunden wirklich sehr, sehr viel Freiraum. Bei dem Fahrzeug haben wir zusätzlich noch die Stehhöhe vergrößert. Normal haben wir 1,97 Meter Stehhöhe im Fahrzeug. Hier, weil der Kunde etwas größer ist, haben wir das erweitert auf 2,03 Meter. Und das Querbett vorne hat 2,10 Meter Länge. Das war dem Kunden halt eben sehr wichtig, sagt er, sonst kann ich nicht gescheit schlafen. Das Ganze geht etwas zu Lasten des Doppelbodens, der dann halt eben keine 46 cm, sondern nur noch 41 cm hoch ist, fällt aber so gar nicht groß auf. Wir bringen noch alles unter und haben diesen Kunden halt eben mit seinem Wunsch auch glücklich machen können. Ansonsten haben wir Offroad-Eigenschaften, wie Mercedes sie halt eben bietet, in dem normalen Rahmen. Es gibt auch Kunden, die das Ganze noch erweitern. Da halten wir uns dann vornehmlich zurück. Da gibt es andere Spezialisten, um andere Bereifung zu fahren, Bullenfänger vorne vor oder was der Zubehörmarkt halt eben noch so bietet. Das ist nicht unser Spezialgebiet, das können andere besser. Wir konzentrieren uns dann auf den Aufbau und den Ausbau der Möbel. Der Aufbau der Kabine ist eine Voll-Sandwich-Konstruktion, außen und innen GFK. In Hartschaumisolierung ohne Holz mit einem 35 mm dicken Wandaufbau.
und mit einem von uns patentierten Kabinenverbindungsverfahren, dass wir halt diese Kabine erst auf das Fahrgestell aufbauen und dann mit dem Möbelausbau anfangen. Wir haben dort oder dadurch besser gesagt eine sehr, sehr hohe Stabilität und Steifigkeit der Kabine, was bei vielen Reisemobilfahrern bekannte Quietschgeräusche deutlich minimiert. Wir haben auch leider Gottes mal einen unfreiwilligen Test eines Kunden gehabt, dessen Fahrzeug auf der Autobahn angestoßen wurde und umgekippt ist. Dieses Fahrzeug fährt heute noch, nachdem es auf der Seite gelegen hat. Ist für uns ein gutes Zeichen, dass die Kabine doch eine recht hohe Stabilität hat. Und auch andere Unfallschäden werden bei uns gerne mal beseitigt. Dadurch, dass wir Innen- und Außen GFK haben, haben wir eine sehr hohe Reparaturfreundlichkeit. Und das meiste ist zu retten davon. Deswegen bauen wir das schon relativ lange so und sind halt eben damit zufrieden, beziehungsweise auch unsere Kunden sind damit zufrieden. Was gibt es sonst noch zu sagen? Oder gibt es Fragen? Mir fällt jetzt gerade gar nicht mehr so viel ein. Das Auto spricht für sich, man muss es sehen, man muss es erleben. Leider Gottes haben auch wir, wie die meisten hier, natürlich lange Lieferzeiten und gestiegene Preise durch die momentane Marktsituation. Das machen wir nicht, weil wir alle nächstes Jahr Porsche fahren wollen, sondern weil das Material schlicht und ergreifend alles teurer geworden ist. Dementsprechend müssen wir auch die Preise natürlich anpassen, denn wir wollen auch nächstes und übernächstes Jahr noch die Autos verkaufen können und versuchen das für beide Seiten verträglich zu machen. Porsche kriegen Sie wahrscheinlich auch. Ich muss nicht unbedingt einen Porsche haben. Ist nur so ein Beispiel. Nein, aber das ist ja nun leider Gottes ein bekanntes Thema. Lieferzeiten und Preise ist auch das, was auf den Messen immer gefragt wird. Da können wir auch nur reagieren und Opel hat mal mit VW angefangen. richtig. Ist das noch ein Thema? Aktuell ist es leider kein Thema, weil wir unsere Basis als Zugkopf von VW bekommen haben. Den stellt VW nicht mehr her und so ist dieses Thema für uns aktuell. Genau, mit Alco-Chassis, weil sonst keine Möglichkeit auf 3,5 Tonnen Gesamtgewicht bestand. Das stellt VW aktuell nicht mehr her und somit sind wir da aus der Nummer erstmal raus. Eventuell tut sich da zur nächsten Messe im Sommer vielleicht was aus der VW-Gruppe. Wir sind da an was dran, was wir ausprobieren wollen, um noch eine weitere Marke mit ins Boot zu holen. Und Sprich MAN. Gibt es ja nicht so viele Alternativen, denn wir... Doch, der Porsche. So, der Porsche, Genau, Porsche Panamera. Nein, denn wir haben hier ein Fahrzeug mit 5,5 Tonnen Gesamtgewicht, haben betriebsfertig mit vollen Tanks und Fahrer noch eine Zuladung von über 1 Tonne. Und das möchten wir halt eben so beibehalten und deswegen der MAN, weil den bekomme ich auch mit 5 Tonnen Gesamtgewicht. Der Crafter von VW ist ja baugleich, aber den gibt es nur bis 3,5 Tonnen. Da ist es vom Aufbau, weil wir halt eben massiv Holz haben. Wir haben keine ausgeschäumten Arbeitsplatten oder Schrankklappen. Nichts verschnörkelt gebaut, sondern gerade Schrankklappen, die halt eben wieder ermöglichen, diese Individualität beizubehalten. Denn wir können die Fahrzeuge von 6,20 Meter bis 7,80 Meter Gesamtlänge in 10 Zentimeter Schritten so bauen, wie der Kunde sie haben möchte. Wann gibt es den Crafter nur bis 3,5 Tonnen? Aktuell nicht anders bestellbar. So hat man uns gesagt. Was da dran ist, weiß man natürlich aktuell nicht. Aber da hieß es Crafter bis 3,5 Tonnen, MAN TGE bis 5 Tonnen beim Fahrgestell. Das kann sich auch in der nächsten Woche oder im nächsten Jahr wieder ändern. Das weiß man leider aktuell nicht so genau. Andere Hersteller aus Italien haben ähnliche Lieferprobleme. Das ist so ähnlich wie die Verteilung bei den Elektrofahrzeugen. Die Ja. Crafter gibt es gerade auch nicht. Genau. Aber Und eher MAN. ja, deswegen, und da versuchen wir halt eben irgendwo zu reagieren, weil auch Mercedes hatte im Sommer Lieferprobleme mit dem Allradfahrzeug, ist auch kein Geheimnis. Und da steht man dann und überlegt, was macht man, wenn man kein Material bekommt. Konnten Gott sei Dank noch ein bisschen was anderes machen und mussten keinen in Kurzarbeit schicken oder in der Nase bohren. Und so haben wir halt eben den Sommer auch überlebt und jetzt haben wir wieder Material, wo wir bauen können. Und so geht es jetzt halt eben weiter. Von den Fassungsvermögen, die wir haben, wir haben 200 Liter Frischwasser. Wir haben bei dem Fahrzeug dank des langen Radstandes einen 100 Liter Gastank. Hier mit dem mittleren Radstand haben wir einen 50 Liter Gastank, um die Autarkie zu erhöhen. Und das halt eben beim Gesamtgewicht ist immer mit vollen Betriebsmitteln gerechnet. Der Fahrer wird dann gerechnet mit 75 Kilo Normwert, der Dieseltank zu 90% gefüllt, aber die restlichen Betriebsstoffe sind dann halt eben zu 100% gefüllt.
Und das steht auch auf der Optionsliste mit drauf. Wir haben in der Serie 125 Liter Frischwasser und der Aufpreis und das Aufgewicht, diese 90 Kilo auf den 200 Liter Tank, ist halt eben so transparent wie möglich aufgeführt, dass man auch wirklich sagen kann, der Kunde kann mit einem vollen Tank fahren, kann auch mit einem vollen Gastank fahren und kann trotzdem mehr als seine Frau und einen Kasten Wasser mitnehmen. So. Und mit den Fahrzeugen kann man durchaus mal länger als 14 Tage fahren, sodass wir da halt eben wirklich immer auf die 5 beziehungsweise beim Allrad auf die 5,5 Tonnen den Kunden auch so ein bisschen drängen. Denn mit dem 4 Tonnen Fahrgestell wird es schon mit der Zuladung deutlich knapper. Und deswegen sind wir auf der einen Seite auch relativ froh, dass VW den Zukunft mit den 3,5 Tonnen nicht mehr baut, weil da gab es Diskussionen mit der Zuladung. Alles an Technik rein, alles an Luxus rein und dann bleibt die Zuladung leider nicht mehr über. Aber die Frau. Ja, Oder der Mann. oder der Mann oder der Kasten Wasser. Eins muss dann zu Hause bleiben. Die Frage ist doch einfach beantwortet, oder? Stimmt. Die darf sich aber zum Glück jeder selbst beantworten. Von daher haben wir halt eben hier 2 schöne Fahrzeuge. Die sind leider nicht mehr zu erwerben. Da waren schon Leute schneller. Wir planen das natürlich auch vor, welche Fahrzeuge nimmt man zu welcher Messe mit, sprechen das mit den Kunden entsprechend ab und holen uns da die Erlaubnis natürlich ein, dass wir diese Fahrzeuge präsentieren dürfen. Und die Kunden sind auch immer ganz glücklich, wenn sie dann zur Messe kommen und ihre eigenen Fahrzeuge da sehen. Bei dem war es im Sommer so, der stand in Düsseldorf das erste Mal auf der Messe und die Kunden haben ihn dort das erste Mal fertig gesehen. Ist auch Hinterher nach der Messe auch fertig. Bitte? Die waren dann hinterher nach der Messe so fertig wie das Auto. Ja, also es ist für mich als Verkäufer auch immer so ein schöner, ergreifender Moment, wenn die Kunden da stehen und das Auto das erste Mal sehen. Das hatten wir auch einmal, da stand der Frau wirklich ein kleines Tränchen im Auge, wo sie so glücklich war, dass das Auto fertig war. Und ach, so schön habe ich es mir gar nicht vorgestellt. Macht dann auch Spaß. Und von daher versuchen wir halt eben, unsere Kunden mit den Wünschen. Wie lange haben die jetzt warten müssen dann? Bei dem, da war es eine ganz, ganz komische Geschichte. Den haben wir für uns als Messewagen geplant. Und im Bau kam jemand und sagte, ich brauche ganz schnell ein Auto. 2, 3, 4, 5 Gespräche weiter war dann auch eine Unterschrift unter dem Vertrag. Und nach der Messe jetzt ist es so weit abgabefähig, das Auto. Der hat jetzt knapp unter einem Jahr Wartezeit gehabt, weil wir gesagt haben, wir brauchen den für die Messe Düsseldorf und Stuttgart. Und bei dem ist es auch über ein Jahr Wartezeit gewesen. Nur aktuell sind es halt eben 2 Jahre, die die Kunden warten müssen. Ich darf als Verkäufer ja auch nicht nur in der Nase bohren. Ich muss ja auch ein bisschen was machen und damit erhöht sich halt eben die Anzahl der wartenden Kunden, weil wir machen pro Jahr eine Stückzahl von ca. 15 bis 20 Reisemobilen. Alle handverlesen in Kleinstarbeit und es wird halt eben alles so angepasst, das dauert seine Zeit. Ist nicht in 3 Tagen fertiggestellt. Keine Fragen mehr sind? Wünsche ich eine schöne Messe.